Kurzer Disclaimer, falls ihr irgendwie Probleme habt mit Blutsehen oder geschwollene Gesichter sehen oder Rotzfotos von der Mundhöhle und so weiter, dann, ja, dieses Video hat das alles, also... Hi und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mila, ich bin Medizinstudentin im 6. Semester in Linz in Österreich und weil gerade meine Videos irgendwie vor allem Leute schauen, die entweder selber Medizin studieren oder an Medizin interessiert sind oder Medizin studieren möchten oder einfach gern meine Videos schauen, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch, was die letzten 2,5 Wochen bei mir so los war. Wie der Titel dieses Videos vermutlich schon verraten kann, geht es um meine Weisheitszähne, die jetzt nicht mehr in meinem Mund sind, aber die mir rausgenommen worden sind. Und das war bei mir ein bisschen ein Abenteuer. Gleich vorab, ich mache dieses Video nicht, damit ich irgendwelche Leute irgendwie abschrecke von dieser Operation oder irgendwie um Angst und Schrecken zu verbreiten, weil was bei mir passiert ist, war eine Komplikation, die aber äußerst selten auftritt. Grundsätzlich ist es so, wenn die Weisheitszähne herausgenommen werden müssen, wenn euer Zahnarzt, eure Zahnärztin das bestimmt, sollte man das auch machen. Ich mache das auch nicht, nur so zum Disclaimer, um irgendwie den Zahnarzt, also den Kieferchirurgen, der mir das gemacht hat, da jetzt irgendwie zu haten oder so. Er ist ein wirklich renommierter Zahnarzt und er hat auch meinen Papa schon operiert und viele meiner Freunde und da hat es nie Probleme gegeben. Und eben was bei mir aufgetreten ist, war eine Komplikation, die jetzt nicht toll ist, aber die halt auch passieren kann und das hängt auch mit ihm jetzt nicht zusammen. Ich habe auch mit ihm in der Zwischenzeit auch nochmal drüber geredet, aber dazu später mehr. Hier ist meine Weisheitszahn-OP-Love-Story. Ich spürte die Ironie. Erstmal, warum sind mir meine Zähne überhaupt rausgenommen worden? Meine Weisheitszähne sind mir entfernt worden, weil sie viel zu groß waren für mein Gebiss, also für meinen Kiefer generell. Es hätte nie Platz gehabt und hätte mir meine ganzen Zähne vorn verschoben. Und wie dann die Weisheitszähne eben zum Anschieben begonnen haben, hat sich das ein bisschen schon verschoben und darum hat eben mein Zahnarzt gesagt, ja, die müssen auf jeden Fall raus. Bei uns in der Familie ist es so, dass wir alle riesengroße Weisheitszähne haben. Ich zeige euch meine Zähne auch nachher, das ist richtig krass. Sie haben ja auch Probleme gemacht, weil sie immer, wenn sie eben angeschoben haben oder besonders bei Wetterwechsel und so, habe ich voll Kopfweh und Kieferweh bekommen. Also mir hat dann wirklich da das so komplett wehgetan und ich weiß nicht, ob man es ein bisschen sieht, aber man hat sie sogar ein bisschen durchgespürt. Also wenn ich jetzt so meinen Kiefer massiere, von außen, dann ist es halt, sind da keine Beulen mehr und bei mir waren halt da wirklich schon so, ich weiß nicht, ja, man hat das gefühlt von außen. Deswegen hat mir mein Zahnarzt vor über einem Jahr eine Überweisung geschrieben und ich habe dann immer meinen OP-Termin verschieben müssen wegen Prüfungen und weil ich halt in Graz war und man muss sich ja ein bisschen Zeit rausnehmen können nach der Operation, weil man sich einfach erholen muss und bei mir war es ja mehr als nur ein bisschen erholen, also ich habe da wirklich 2 Wochen einfach, bin ich, ja, unfähig gewesen, um meinem normalen Alltag nachzugehen und jetzt in dieser ganzen Corona-Krise sowieso. Ich habe meine OP gehabt am Mittwoch, den 4. März. Da bin ich in der Früh noch auf die Uni gegangen und dann habe ich meine Großeltern abgeholt und mich zu der Arztpraxis geführt. Das habe ich deswegen gemacht und ich habe auch meine Großeltern deswegen darum gebeten, weil eine meiner besten Freundinnen, die Mirci, auch selber schon ihre Weisheitszähne entfernt bekommen hat und sie hat mir den Rat gegeben, dass ich eben meine Großeltern bitte oder jemanden, der einfach Zeit hat, dass ich dann einfach bei ihnen bleibe, zumindest eine Nacht, weil es einem nicht so gut geht nach so einer Operation. Was? Stimmt. Jedenfalls haben mich meine Großeltern dann direkt von der Uni abgeholt und zu der Arztpraxis geführt und da ist dann ein Röntgen gemacht worden, mal vor der Operation und wir haben auch nicht lange warten müssen, das war ganz cool. Dieses Röntgenbild, da hat dann in diesem Arztraum hat die OP-Schwester schon zu mir gesagt, oh ja, der Nerv da unten bei den Zähnen, der ist aber ziemlich knapp dran. Und ich habe mir schon so gedacht, okay, was heißt das? Und sie hat mir dann erklärt, ja, es kann sein, wenn wir den bei der Operation verletzen. Wir müssen das sagen, wegen der Versicherung, aber das kann sein, das kommt aber selten vor und so. Und dann kann es sein, weil dieser Nerv, der Nervus alveolaris inferior, der innerviert die sensible Unterlippe, also hier und das Kinn so hier. Und es kann sein, wenn man den verletzt oder sogar durchtrennt, was voll selten ist, aber wenn man den durchtrennt, kann das Gefühl, dass quasi so eine Betäubungsspritze nicht aufgeht, bleiben. Also das ist dann einfach taub. Man kann es noch normal bewegen, weil die motorische Innervierung kommt von einem anderen Hirnnerv. Aber dieser Ast vom Trigeminusnerv, das ist der 5. Hirnnerv, der eben das Gesicht sensibel innerviert, könnte da eben verletzt werden. Und ich habe dann schon mal so gemacht und mir gedacht, okay, keep calm, das ist ein richtig guter Arzt, was stimmt. Und ich habe mich einfach bemüht, dass ich mich nicht so sehr da hineinsteige. Und dann ist der Arzt reingekommen und hat aufs Röntgenbild geschaut und hat gesagt, der Nervus alveolaris inferior ist aber ziemlich knapp an den Zähnen dran. Und ich so,
no. Und dann war ich kurz ein bisschen gestresst. Erstens, weil ich nervös war vor der Operation und zweitens auch, weil das einfach krass ist. Er hat halt gesagt, ja, es tut ihm leid, er weiß, dass es irgendwie stressig, das zu hören, aber sie müssen es sagen und das passt eh. Long story short, das war gar nicht die Komplikation. Also mit dem Nerv passt alles. Ich habe auch da jetzt wieder volles Feeling überall, was super ist. Da war ich dann schon einmal so etwas. Dann ist die OP losgegangen. Es ist so, sie geben dir dann, also ich habe eine Lokalanästhesie bekommen, also Spritzen rein, 2 oben und 2 unten. Ich habe außerdem, das hätte ich vielleicht vorher erwähnen sollen, ich habe alle Zähne gleichzeitig rausbekommen. In einer Lokalanästhesie, was durchaus interessant ist, aber vermutlich mit weniger Risiken verbunden, weil eine Vollnarkose, so wie es oft bei Weisheitszähnen auch gemacht wird, eine Vollnarkose hat halt auch gewisse Risiken, die sie mit sich bringt und ja, aber die lokale Betäubung, das war kein Problem, es sind einfach Spritzen rein, oben und unten und dann wird das einmal ein bisschen gelassen und das zieht dann, also das wirkt dann erst und dann wird es überall taub und man kann dann irgendwie nicht mehr so gut reden, obwohl es ja eigentlich motorisch jetzt nicht betäubt ist, aber man fühlt halt einfach die Lippen nicht mehr und das alles und den Gaumen und bei mir ist es sogar auf die Zungenspitze auch, also den Lingualis, glaube ich, ist es der Nerv, ich weiß nicht genau. Der ist auch betäubt worden, das war ganz ein komisches Gefühl. Jedenfalls haben sie auf der linken Seite begonnen. Da ist unten der Zahn schon ein bisschen blöd gewesen, weil sie gesagt haben, der steckt hier ein bisschen drin und der ist so, also meine Zähne sind einfach so riesig, sie haben sie dann zerteilen müssen. Und dass sie unten die Zähne zerteilen, ist eigentlich jetzt nicht so ankommen, also das macht man eigentlich ganz oft. Jedenfalls haben sie links unten angefangen, haben den Zahn zerteilt, haben den dann irgendwie rausbuxiert und die Geräusche waren schrecklich, weil es halt im Kopf ist und ich habe mich so gefürchtet wegen des Nervs die ganze Zeit, aber schlussendlich ist dann da alles gut gegangen und dann haben sie da zugenäht und dann war es der Zahn, also dann haben sie den Zahn oben rausgenommen, der ist am einfachsten gegangen, den haben sie nicht mal zerteilen müssen. Generell haben die OP-Schwester und der Arzt beide gesagt, ist es sehr selten, dass man oben Zähne zerteilen muss. Das war bei mir der Fall, rechts oben, aber dazu komme ich später. Links oben ist der Zahn super rausgegangen, das war auch der schnellste, der heraus war, das war auch der von vornherein schon am weitesten raus war, die anderen waren immer noch komplett im Zahnfleisch bei mir. Dann haben sie versucht, eben auf die rechte Seite rüber zu gehen, haben unten angefangen, haben ihn nicht rausgebracht, haben ihn zerteilt, haben ihn immer noch nicht rausgebracht. Und ich dann schon so, Also so eine Operation, man fühlt keinen Schmerz, wobei bei mir auf der Seite 4-mal nachgespritzt werden musste, weil ich dann immer wieder was gespürt habe, weil meine OP so lange gedauert hat. Man fühlt grundsätzlich keinen Schmerz, aber der Druck im Kopf ist ja da und du hörst einfach alles und es ist so laut und du kannst dem natürlich nicht entkommen. Und gerade wenn sie oben die Zähne rausziehen, fühlt es sich so an, als würden sie ganz innen im Ohr, hinter dem Auge einen Knochen nach unten vertikal rausziehen. Und das knackst dann auch so und das ist einfach so... kann ich gar nicht beschreiben. Aber es war schon so anstrengend für mich dann, weil ich eben auch so gestresst war die ganze Zeit wegen dieser Nervengeschichte und weil das schon so lange gedauert hat. Jedenfalls habe ich dann schon voll irgendwie, also mir sind dann die Tränen schon gekommen, weil es einfach so arg war. Dann haben sie den unten nicht rausbekommen und ich habe mir schon gedacht, oh no, oh no, oh no. Dann haben sie gesagt, na, sie probieren den oben. Dann haben sie den oben nicht rausbekommen, haben dann beschlossen, dass sie den oben zerteilen, was laut Arzt eben schon ewig lang nicht mehr gemacht worden ist in seiner Praxis. Es ist nicht, dass er das nicht kann, weil das kann er eh, aber es ist einfach schon lange nicht mehr nötig gewesen. Und dann haben sie den zerteilt und haben ihn immer noch nicht rausbekommen. Und dann war es irgendwie so, ich bin dann schon so irgendwie so in diesem Stuhl gesessen und dann haben sie mir mal eine Minute gegeben, um mich zu beruhigen, weil ich habe schon so geheult, ich habe gekeucht, ich habe geheult, ich war fertig mit den Nerven. Ich habe nur Blut geschmeckt die ganze Zeit und dieses Narkosemittel, das ist Lidocain, das ist ein ganz bitterer Geschmack, voll grauslich. Und dann hat der Arzt mit ganzer Kraft versucht, dass er diesen oberen Weisheitszahn auf der rechten Seite hinausgekommen. Der hat dann irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob das eine Zange war oder so, hat er dann schon so runtergestemmt und hat schon voll gezittert, weil er schon seine ganze Muskelkraft aufwenden hat müssen, dass er diesen Zahn rausging. Und dann war es halt draußen, endlich, also ein Teil, und dann haben sie das noch rausgeräumt sozusagen und dann haben sie den unteren Zahn wieder genommen und haben dann, nachdem der obere gerade noch schwieriger war, den gar nicht mehr so schwierig gefunden und haben den auch rausbefördert. Und dann war meine OP vorbei, nach 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Let that sink in. Ich hole meine Zähne. Ich habe von meiner Oma so eine kleine Dose bekommen.
Ich habe da so meine Zahnbrösel und einen ganzen Zahn. Der ganze Zahn ist der, der am einfachsten rausgegangen ist. Ich werde euch das genauer zeigen. Hier ist der Zahn, der am einfachsten hinausgefördert werden konnte. Das ist der eben von links oben und der ist schön ganz. Ich habe den jetzt auch geputzt. Ich finde, der schaut irgendwie richtig krass aus. Und die Wurzeln. Und wie groß ist der bitte? Das ist so irre. Und dann haben wir noch andere Zähne hier auch mit richtig krassen Wurzeln. Ich glaube, das war der von links unten, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Hier sieht man eben, wie sie ihn zerteilt haben. Das wird quasi auseinandergesägt und man schmeckt dann auch diesen Knochenstaub, der dabei entsteht. Das schmeckt richtig komisch. Das ist nochmal ein Zahn. Ich glaube, der ist von unten. Da sieht man noch Reste vom... Ich glaube, das ist der Nerv, der in den Zahn reingeht. Das geht auch nicht raus, also das steckt ziemlich fest drin. Und... ja, hier sieht man ein bisschen was von der Pulpa. Das war, glaube ich, der rechts unten. Und dann war eben das der Zahn, der Problemzahn, wo sie so ewig lang herumgewerkt haben, oben rechts. Und schaut sich diesen Widerhaken an. Das ist doch irre, oder? Dieser Widerhaken, ich weiß nicht, ob man das so genau sieht, ich habe es gerade gesehen, das war der Problem-Maker sozusagen, der Troublemaker. Sie haben, glaube ich, über 45 Minuten nur an diesem einen Zahn gearbeitet. Dann war meine OP aus und das war super. Ich habe so ausgeschaut. Ich habe mich im Spiegel gesehen und habe mich mal richtig geschreckt, weil nicht nur das ganze Blut war halt in meinem Gesicht überall, sondern meine Augenringe und meine Gesichtsfarbe, ich war so blass, ich habe ausgeschaut wie tot, würde ich sagen. Jedenfalls, sie haben dann versucht, dass sie mich ein bisschen putzen. Es ist nicht gut gegangen, weil es immer noch so geblutet hat die ganze Zeit. Da war ich noch nicht geschwollen, also das war echt noch okay. Sie haben mir dann gleich ein Rezept gegeben für Schmerzmittel und so, falls eben dann die Betäubung irgendwann mal nachlässt, dass ich dann sofort Ibuprofen, also Seractil, das ist ein starkes Ibuprofen, nehmen kann und auch einen Kühlbeutel und also andere Sachen. Sie haben mir sogar ein Rezept gegeben für Opioid-Tropfen, für Tramadol. Da haben sie gesagt, das soll man halt eigentlich nicht, also das ist jetzt besser, man nimmt es nicht, aber wenn es notwendig ist, muss man es halt nehmen und das kommt meistens in der Nacht, weshalb ich es mir gleich jetzt geholt habe. Und ich bin dann mit meinen Großeltern heimgefahren und wir sind halt eine gute Stunde im Auto gesessen, weil wir im Stau gesteckt sind, leider. Und ich habe halt dann gleich ein Schmerzmittel genommen, aber dann ist der Schmerz einfach so krass geworden und mir war schon so schlecht und mir war ungut und mir war heiß und kalt die ganze Zeit und ich habe mich richtig schon gewunden und habe nicht ruhig sitzen können und es war so unangenehm. Und dann, wie ich in der Wohnung meiner Großeltern angekommen bin, habe ich mich sofort ins Bett gelegt und habe einfach, ich hab gestöhnt vor Schmerz. Meine Oma war total verzweifelt, weil sie einfach gebetet hat, dass diese blöden Schmerzmittel endlich helfen. Und ich habe dann auch gleich eine zweite Tablette noch genommen und das braucht einfach eine Zeit, bis es ankommt im Körper und bis es halt wirklich auch metabolisiert wird und dann auch seine Wirkung entfalten kann. Das war richtig schlimm. Und dann, so 3 Stunden nach der OP, war es dann endlich mal so, dass die Schmerzmittel angegriffen haben. Und dann habe ich ein bisschen Filme geschaut und die ganze Zeit schon voll gekühlt und so. Und die linke Seite war nie so arg geschwollen, aber die rechte ist halt schon richtig aufgegangen. Wobei das eigentlich am Tag von der OP, so wie ich mich erinnern kann, gar nicht so schlimm war. Es war eher der Tag danach, wo das dann richtig so krass war. Hallo, hallo. Ich bin gerade im Bett von meiner Oma. Ich bin gerade bei meinen Großeltern. Und ich habe heute eine weißes Zahn-OP gehabt. Ich bin ja voll geschwollen. Ich kann nicht lachen. Ich habe heute eine weißes Zahn-OP gehabt. Alle 4 weiße Zähne auf einmal. Und die OP hat einfach so lang gedauert. Weil sie, also auf der Seite, das ist auch fast gar nicht geschwollen, sind sie voll super rausgegangen. Und rechts war es eine Katastrophe, weil meine Zähne beide oben und unten im Knochen festgesteckt sind. Und es hat einfach so lange gedauert und ich war schon so panicky dann, weil irgendwie die OP-Schwester hat irgendwie meinen Kopf so festgehalten und der Zahnarzt auch irgendwie, also der Kieferchirurg auch so. Und dann hat er irgendwie mit voller Kraft den Zahn rausstimmen wollen oben und es ist nicht gegangen. Oh mein Gott, das war so schlimm. Aber wenigstens ist es jetzt aus und ich habe nie wieder eine weißes Zahn-OP. Ja, die Zähne sind so riesig, ich muss euch die schnell zeigen. Das Emoji-Kissen meiner Oma. Er hat auch gesagt, das sind so riesige weiße Zähne. Schaut sich das an, bitte. Das ist ja krass. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin so baumstig. Und wir sehen uns bald. Bye. Genau, long story short. Die erste Nacht war ganz okay. Eisbeutel gewechselt und meine Schmerzmedikamente genommen. Das war ganz okay. Cool. Mein Kiefer konnte ich nicht mehr aufmachen, nicht mehr gut. Es ist irgendwie so
So ungefähr, so habe ich auch, also ich werde euch da immer wieder so Bilder einblenden von den Tagen, wie ich dann da ausgeschaut habe. Am Donnerstag, den 5. März, ist die Schwellung richtig schlimm geworden. Es ist richtig aufgegangen. Ich habe nicht wirklich was essen können, habe ein bisschen Eiscreme geschleckt. Mir ist generell so lala gegangen, würde ich sagen. Mir war jetzt nicht so unwohl und so und ich habe halt Filme geschaut und ein bisschen was gelesen und Handy gespielt, aber das war's. Ja, so habe ich halt den Tag verbracht. Ich bin dann auch an dem Tag wieder hierher gekommen. Ein Freund hat mich dann besucht. Da war ich echt irgendwie dankbar darum, weil es irgendwie nett war, nicht alleine zu sein. Dann ist die Schwellung halt noch schlimmer geworden am 6. März, am Freitag. Das war richtig krass, weil da dann auch schon mein Auge voll zugeschwollen ist irgendwie und das voll getränt hat und ich meinen Kiefer überhaupt nicht mehr aufgebracht habe. Ich habe auch kaum was gegessen über so 4-5 Tage hinweg. Ich habe da vielleicht ein Glas Apfelmus und einen Becher Joghurt oder so gegessen, weil ich das halt trinken konnte durch einen Strohhalm. Aber das war's, also mehr konnte ich nicht wirklich machen. Habe halt irgendwie die ganze Zeit dann Eispacks ausgetauscht und die sind immer viel zu schnell wieder warm geworden und das war halt anstrengend und konnte keine Eiswürfel luschen, weil ich keine Eiswürfel in meinen Mund hineinbrachte, weil jegliches Öffnen tat so arg weh. Ich habe halt dann die Orville gebingewatcht mit dem Freund gemeinsam. Dann hat es irgendwie ein bisschen begonnen, dass mir nicht so gut war. Also da war ich irgendwie so ein bisschen, ich habe Bauchweh gehabt, ich habe Kopfweh bekommen und zuerst habe ich geglaubt, das ist vielleicht nur wegen des Schlafmangels, aber ich weiß nicht. Mir ist es halt irgendwie so generell ein bisschen unwohl gegangen und dann am Samstag, dem 7. März, war es wirklich schlimm. Da habe ich auch voll viel geschlafen über den Tag hinweg und eben immer wieder meine Schmerzmedikamente eingenommen und da habe ich dann auch tatsächlich die Opioide genommen. Da ist mir so schlecht davon geworden. Boah, ich hätte fast kotzen können. Es war wirklich, mir war so schwummrig, ich war total wackelig auf den Beinen, aber die Schmerzen waren weg. Also immerhin helfen die Opioide ein bisschen, auch wenn sie mit Nebenwirkungen kommen. Essen konnte ich trotzdem nicht wirklich was halt nicht cool ist. Aber ja, und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht wird es noch besser. Aber die Schwellung ist immer schlimmer geworden und das war halt dann schon richtig arg. Ich habe meine Augen nicht mehr aufmachen können, also mein Auge auf der einen Seite gar nicht mehr wirklich gut und meine Backe war ganz prall und gerötet und voll heiß. Und ich habe die ganze Zeit gekühlt, aber es hat halt nichts gebracht. Und dann am Sonntag in der Früh habe ich mich mal geschneuzt und dann hat mein Rotz so ausgesehen. Sorry für die grauslichen Bilder, aber ja. Wenn euer Rotz so ausschaut, dann ist was falsch und bitte geht zum Arzt. Es hat auch voll komisch gerochen und ich habe einen ganz, ganz komischen, ganz ungewöhnlichen Geschmack im Mund gehabt. Jetzt weiß ich, das war Eitergeschmack und Eitergeruch und das war grauslich und der Freund, der eben bei mir geblieben ist da die ganze Zeit, hat auch gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da mal geschneuzt habe, hat er sich gedacht, irgendwas ist komisch. Der studiert auch Medizin. Er hat sich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist da gerade falsch. Long story short, ich habe dann wieder am Nachmittag ziemlich viel geschlafen, mir war immer noch nicht so gut, ich war ziemlich müde und habe dann keine Opioidtropfen mehr genommen, weil ich nicht mehr so schwummrig auf den Beinen sein wollte. Und am Abend hat meine Mom ist meine Mom raufgekommen zu mir in meine Wohnung und hat gesagt, hey, irgendwas ist komisch. Sie glaubt, wir sollten vielleicht ins Krankenhaus schauen. Ich war natürlich irgendwie so, ich will nicht ins Krankenhaus, aber long story short, wir haben dann beim HAND angerufen. HAND steht für Hausärztlichen Notdienst und das ist insofern cool am Wochenende, weil du dann fragen kannst, ob du jetzt noch bis Montag warten sollst und dann zu einer Hausarztpraxis gehen sollst oder ob du gleich ins Krankenhaus schauen sollst. Und wir haben halt dort angerufen, also ich habe dort angerufen, habe ein Problem geschildert. Die haben dann gesagt, ja, eine Hausärztin will sie gleich zurückrufen. Habe ich dann circa eine Stunde später zurückgerufen, hat gesagt, ja, es klingt nach Eiter und Eiter gehört angeschaut, weil also in der Medizin, dort wo Eiter ist, musst du irgendwie was machen, weil der Eiter soll dort nicht bleiben, der muss raus. Und wir haben dann gesagt, okay, und dann haben wir im Internet nachgeschaut, wer Aufnahme hat in den Linzer Spitälern und das waren die Barmherzigen Schwestern. Es ist grundsätzlich ein sehr renommiertes Haus. Grundsätzlich, es ist ein renommiertes Haus. Ich habe dann dort auch angerufen, gefragt, ob ein HNO-Arzt oder eine HNO-Ärztin da ist, die sich das anschauen konnte und die haben dann gesagt, ja, kommen Sie her. Dann haben wir es auf den Weg gemacht. Ich war dann schon ein bisschen panisch, erstens, weil ich so fertig war mit den Nerven schon die ganze Zeit und zweitens, weil ich natürlich nicht wollte, dass ich jetzt nochmal eine OP habe oder dass ich dort bleiben muss oder so weiter und habe mich natürlich auch ziemlich gefürchtet, ehrlich gesagt. Aber wir sind dann eben gemeinsam dorthin gefahren, haben dort ein bisschen warten müssen. Irgendwann sind wir dann endlich drangekommen. Ich glaube, das war dann so, ich war schon so fertig. Hier ist ein Foto. Ich war so fertig mit der Welt. Aber wir sind dann drangekommen irgendwann ich glaube es war so 7, halb 8 am Abend, wenn nicht noch später. Und die HNO-Ärztin hat dann eben mal reingeschaut, so gut es ging, weil ich konnte meinen Kiefer nicht wirklich aufmachen. Und die hat dann auch durch die Nase eben geschaut, wo es da ist. Und da ist, also bei mir ist nur aus dem rechten Nasenloch Eiter rausgekommen. Links war
gar nichts. Es ist nur der ganze Rotz die ganze Zeit aus dem rechten Nasenloch gekommen. Und sie hat dann eben da auch reingeschaut und hat auch was entnommen und hat gesagt, ja, das ist definitiv Eiter. Und sie hat dann auch unten aus dieser riesigen Schwellung und also hinten aus den Zahntaschen hat sie auch Eiter rausdrücken können. Und sie hat gesagt, nein, das gehört auf die Kieferchirurgie. Da habe ich dann kurz in diesem Behandlungsraum ein bisschen meine Nerven verloren. Gott sei Dank war der Falco bei mir, weil der habe ich dann ein bisschen beruhigt und meine Mama hat draußen gewartet, die hat mich dann auch beruhigen können. Aber dann sind wir eben auf die Kieferchirurgie überwiesen worden und wir haben eine Überweisung bekommen auf UKH, also Unfallkrankenhaus, Kieferchirurgie, Zahnambulatorium. Na gut, dann sind wir ins UKH gefahren, das ist eh nicht so weit weg in Linz, haben uns dann dort angemeldet und da hat die Empfangsdame bei diesem Zahnambulatorium, bei diesem zahnärztlichen Notdienst schon gesagt, weiß nicht, ob wir ihnen da helfen können, aber wir schauen mal. Ich habe mir dann schon so gedacht, okay, es waren 1000 Leute im Wartezimmer, es war so schlimm und wir haben dann dort einfach 1,5 Stunden gewartet und mir ist es so dreckig gegangen, weil ich nichts gegessen habe, schon den 4. Tag hintereinander. Ich hatte irgendwie Schlafmangel, ich war nervös, ich hatte Schmerzen, enorme Schmerzen, es hat so wehgetan schon. Ich war einfach fertig mit der Welt. Ja. Dann hat der Falco mal gefragt, also der Freund Falco mal gefragt, ob sie Schmerzmittel haben. Die haben kein Schmerzmittel gehabt auf dieser Ambulanz, das war auch mega komisch. Und dann bin ich endlich ins Behandlungszimmer aufgerufen worden ich glaube, das war so 10, halb 11 am Abend. Und dann hat der Zahnarzt dort mich 2 Minuten angeschaut und hat gesagt, ja, das hat er sich schon gedacht, wir sind hier falsch, wir gehören auf die Kieferchirurgie ins AKH, also ins KUK, ins Kepler Uniklinikum, ins Allgemein Krankenhaus und nicht ins UKH. Und wir dann so, wir haben gerade 1,5 Stunden draußen gewartet, damit sie uns sagen, dass wir hier falsch sind. Und ich habe einfach so gelitten dort in diesem bekackten Wartezimmer. Sorry. Meine Mutter ist richtig krantig geworden und auch eben, weil sie kein Schmerzmittel auf der Ambulanz hatten, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt. Gut, dann haben wir eine Überweisung bekommen auf die Kieferchirurgie ins AKH um 11 in der Nacht, sind dann über die Straße spaziert, das AKH ist direkt neben dem UKH und sind dann dort wirklich innerhalb von 15 Minuten auf die Kieferchirurgie gekommen zum Nachtdienst. Das war ein total netter, sympathischer Zahnarzt und seine Assistenz und die haben mich dann angeschaut und haben dann eben gefragt, was los ist und so weiter und so fort und er hat dann schlussendlich meine Zahntaschen, also er hat mir die Nähte rechts rausgenommen und er hat die Zahntaschen aufgemacht. Da ist extrem viel Eiter drin gewesen und das ist richtig, es war so eklig, sie haben das halt abgesagt, aber ich konnte es trotzdem schmecken. Oben und unten hatte ich Zahntaschenabszesse und er hat dann auch gesagt, dass ich eine Sinusitis habe. Der Sinus maxillaris ist die Kieferhöhle und die Kieferhöhle liegt, ich werde euch das aufzeichnen, die Kieferhöhle liegt hier unter den Augen, unter der Orbita, unter der Augenhöhle und ist durch ein sogenanntes Ostium in die Nasenhöhle verbunden, sollte aber eigentlich keine Verbindung haben zu der Mundhöhle. Die Kieferhöhle ist keimfrei normalerweise und wenn da Keime reinkommen, dann entzündet sich das und dann hat man eine sogenannte Sinusitis. Gut. Dieser Arzt hat gesagt, er glaubt, dass bei meiner Weisheitszahnoperation die Kieferhöhle durchgebrochen worden ist. Das kann passieren manchmal und ist auch eigentlich eben diese Komplikation, von der ich geredet habe und das war bei mir der Fall. Das Blöde ist, dass wir natürlich in der Mundhöhle normal einfach Bakterien und Keime aller Art haben und wenn die dann darauf krabbeln, dann entzündet sich das und ich habe eine Sinusitis. Und er hat das halt nicht nähen können, dieses Loch, weil das viel zu geschwollen war noch. Also mein ganzer Mund war ja komplett angeschwollen. Und diese riesige Backe, die ich hatte, da hat er gesagt, er glaubt, das ist ein Hämatom und kein Eiter. Und darum hat er das auch nicht aufgemacht, weil das wäre halt nicht so cool gewesen, das aufzuspreizen. Er hat mir dann auch gleich Antibiotika verschrieben. Er hat mir Augmentin verschrieben, das ist Amoxicillin und Clavulansäure, also Penicilline. Und das habe ich dann gleich eingenommen und am nächsten Tag habe ich dann in der Früh wieder kommen müssen für eine sogenannte Kieferhöhlenspülung. Eine Kieferhöhlenspülung ist, wenn sie dir so eine stumpfe Spritze, ich zeige euch das dann nachher, das habe ich nämlich dann auch mitbekommen, eine stumpfe Spritze in dieses Loch, das du im Zahnfleisch hast, wo eben das verbunden ist zum Sinus rauf, reinstecken und dann, ich glaube mit Nazel, aber ich bin mir nicht so sicher, also mit Kochsalzlösung, das ausspülen und das rinnt dir dann zur Nase raus. Und das ist, du musst halt schauen, dass du dein Eiter da rausbekommst irgendwie und dass das dann eiterfrei ist und keimfrei ist, damit du das verschließen kannst. Das heißt, das war Sonntag, der 8. März. Am 9. März bin ich gleich in der Früh ins Krankenhaus gefahren, auf die Kieferambulanz, habe mich dann angemeldet für eine Kieferhöhlenspülung und ja, das haben sie dann nicht machen können. Also sie haben es probiert, aber es ist nichts gekommen. Es ist nichts aus meiner Nase rausgekommen. Das war dann so,
Nächster Tag wieder her. Ich habe dann ein zweites Antibiotikum übrigens bekommen. Ich habe dann Metronidazol bekommen. Das ist ein Antibiotikum, das den Alkoholabbau als Nebeneffekt ziemlich einschränkt. Das heißt, wenn man Alkohol trinken würde, würde man extrem schnell betrunken werden, was ich ganz lustig finde. Aber ja, sie haben ja gesagt, keinen Alkohol trinken, wofür ich eh nicht in dem Mut war. Die Schwellung war ein bisschen besser dann schon. Aber ich habe halt da immer noch ein riesen Hämatom drin gehabt, konnte meinen Kiefer immer noch nicht wirklich aufmachen und war halt nach wie vor komplett erledigt, weil ich so wenig gegessen hatte wie die letzten Tage und das Essen da erst so lala ging wieder. So, this is Mila eating with her swollen cheek. I don't have any control over my lips at all. You can see like the green down there. And very dry skin. So, for everyone doubting it, she is human. Ich hatte auch immer noch ziemliche Schmerzen, ich habe auch immer noch Schmerzmittel genommen und eben meine Antibiotika und meine Probiotika, die ich auch dazu bekommen habe, dass meine Verdauung irgendwie nicht ganz komplett abstirbt. So Vitamin B-Präparate für die Nervenregeneration eben im Zahnfleisch. Ich habe jetzt nach wie vor Sensibilitätsstörungen rechts oben, hinten ein bisschen, aber das legt sich hoffentlich wieder, vielleicht auch nicht. Am Dienstag konnten sie es wieder nicht spülen, weil ich in einer Röntgenaufnahme, die ich am Tag zuvor gemacht habe, weil da rausgekommen ist, dass mein Sinus wirklich bis daher voll mit Eiter war. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist beim Arzt, aber wenn der irgendwie so einen Schnupfen diagnostiziert, dann klopft er euch da überall hin auf die Nasennebenhöhlen und Stirnhöhlen. Und wenn es da weh tut, dann ist das ein Zeichen auf Druck innen drin und mir hat es da halt auch ziemlich wehgetan und so. Also es war wirklich bis da oben ziemlich voll. War es auch diesen komplett eitrigen Rotz erklärt, weil das halt das Ostium schon komplett überschwemmt hat. Gut, Mittwoch, 11. März, sie haben endlich spülen können. Das ist ganz ein komisches Gefühl, weil du einfach unten eine Spritze reinbekommst und das dann bei der Nase rauskommt. Und du hörst auch, wie es sich anfühlt quasi und dann das überschwappt. Und was ich da auch dann schon konnte, ist, ich konnte, wenn ich meinen Mund so zumache und dann quasi wie einen Druckausgleich beim Tauchen Luft rausblasen würde, dann hörte ich es da pfeifen. Ja, also ich habe das auch gespürt, das hat voll gekitzelt. Das ist eben ein Zeichen, dass die Kieferhöhle offen ist. Bei dieser Spülung, die sie da das erste Mal dann tatsächlich machen könnten, ist auch so ein ziemlich großer Knochensplitter auf einmal aus meinem Mund rausgekommen. Das war offenbar da eben dieses Kieferhöhlenloch, das ich da hatte. Da hat dann der Arzt auch gesagt, er gibt mir jetzt Chlorhexamid mit zum Spülen. Das habe ich eigentlich direkt nach der Weisheitszahn-OP auch schon bekommen, aber also zum Spülen auch, das habe ich auch gemacht. Aber er hat es mir nochmal quasi aufgeschrieben und er hat mir auch Spritzen und stumpfe Nadeln oder so, ja, so stumpfe Aufsätze gegeben, die muss man sich dann so zurechtbiegen und dann habe ich quasi meine Zahntasche unten, die ja auch voller Eiter war eigentlich, aber die jetzt nicht so Probleme gemacht hat und oben so ein bisschen so hinspülen habe ich müssen, damit ich eben das keimfrei halte und dann auch mit so einem Chlorhexamid-Gel diesmal ein Depot setzen in der Früh und am Abend. Das war eine lustige Routine, ich habe das auch mal für euch gefilmt, ich weiß nicht, ob das so irgendwie logisch ist, was ich da gemacht habe, aber hier ist das Video. Naja, long story short, haben sie dann die ganze Woche jeden Tag eben spülen probiert. Das ist ihnen mal gelungen, mal nicht. Ist dann meistens immer schon klar rausgekommen. Und an dem Tag, ich glaube, ich hätte am Mittwoch hätte ich eigentlich Nähte ziehen gehen sollen zu dem Arzt, der mir die Zähne rausgenommen hat. Ich wollte dann eigentlich, also ich habe dann den Termin natürlich absagen wollen, weil erstens wollte ich mal nicht mehr dorthin gehen, was glaube ich verständlich ist. Und zweitens war ich jetzt in Linz in Behandlung, das heißt, die haben mir genauso die Nähte rausziehen können. Dann habe ich den angerufen. Was noch dazu gekommen ist, dass die Ärzte im AKH dann begonnen haben, dass sie meine Zähne auf Kältesensibilität testen, um eben festzustellen, ob die Nerven alle intakt sind oder nicht. Und mein 7er Backenzahn oben, also der ganz hinten, da habe ich keine Kälte gefühlt. Und dann hat der Arzt so gesagt, kann sein, dass wir den Wurzel behandeln müssen. Und ich dann so, dass ein Nachbarzahn bei einer Operation verletzt wird, ist auch eine mögliche Komplikation, wo du auch drüber aufgeklärt wirst vorher. Aber wünschen tut sich das halt dennoch keiner. Und da war ich dann kurz dezent fertig deswegen. Aber also das hat auch damit zusammengehängt, weil ich halt mit den Nerven irgendwo war, immer noch in der ganzen Woche. Vollkommen müde und so erschöpft von den letzten paar Tagen. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, ich werde es bei der Arztpraxis anrufen, wo ich eben die Zähne rausbekommen habe und meinen Termin für das Nähteziehen absagen und dann auch fragen, ob ich mal mit dem Arzt reden kann bei Gelegenheit, weil ich ihn gern fragen würde, warum ich eigentlich kein Antibiotikum bekommen habe, weil alle Ärzte und auch alle Freunde, denen ich es erzählt habe, haben mich dann immer gefragt, warum ich denn kein Antibiotikum prophylaktisch nach der Operation bekommen habe. Sofort, wie ich angerufen habe in diese Praxis, habe ich mit der Empfangsdame geredet, habe gesagt, ja, das ist meine Geschichte und ich würde auch bei Gelegenheit auch gern mit ihm mal reden und dann hat sie gesagt,
na, bleiben Sie kurz dran. Und er war dann innerhalb von einer Minute am Telefon, was ich professionell finde, ehrlich gesagt. Ich finde es gut, dass er sich gleich da zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe ihm dann eben meine ganze Geschichte erzählt und ihn auch gefragt, warum ich kein Antibiotikum bekommen habe, weil ich glaube, dass mir da doch einiges erspart geblieben wäre. Er hat dann gesagt, dass in den WHO-Guidelines steht, dass Antibiotika bei so einer Operation prophylaktisch eigentlich nicht mehr empfohlen werden. Also das macht man eigentlich nicht mehr. Und er hat dann auch gemeint, dass sie auch probiert haben, nach der Operation das zu sondieren, also wo das Loch sein könnte, und dass es da aber kein Loch gegeben hat. Ob sie das durch die Operation irgendwie nicht sondieren haben können oder ob das Loch vielleicht erst durch die Entzündung entstanden ist, weil ich hatte ja unten auch eine Entzündung. Weiß keiner, ist auch im Nachhinein jetzt egal, weil jetzt ist es wenigstens alles wieder vorbei, aber ja, genau. Jedenfalls war der Arzt, mit dem ich eben da geredet habe, der mir das rausgenommen hat, war sehr entgegenkommend, und das schätze ich auch ziemlich. Und er hat mich dann auch eben gebeten, dass ich vielleicht wieder mal vorbeischaue bei ihm, damit er sich anschauen kann. Ob ich das mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber mich hat es eben sehr gefreut, dass er da sofort zur Verfügung gestanden ist und mir eben auch erklärt hat, auch das mit dem Zahn, mit dieser Sensibilitätsstörung, dass sich das erholt und dass das oft Wochen bis Monate dauern kann. Ja, genau. War ein nettes Gespräch, aber all in all war ich halt dann trotzdem einfach lieber in Linz, und das hat er eh auch verstanden und hat gesagt, es tut ihm leid, dass ich das jetzt irgendwie durchmachen muss und so. Es ist eine Komplikation. Wie gesagt, es war kein Fehler von irgendjemandem. Es ist eine Komplikation, die aufgetaucht ist. Und ich bin nur froh, dass ich am Sonntag gleich ins Spital gegangen bin und die mir das aufmachen haben können, weil ich möchte nicht wissen, wie so eine Kieferhöhlenentzündung womöglich weitergehen kann, weil es war halt bei mir wirklich schon extrem. Aber ja. Anyway, sie haben dann das gespült, on and off, es ist ihnen gelungen, die ganze Woche über. Es war dann recht lustig, weil auf dieser Ambulanz mich dann das Pflegepersonal und die Ärzte mich dann am Ende der Woche schon alle mit Namen gekannt und begrüßt und so. Und ich habe halt auch immer Fragen gestellt, weil es mich natürlich auch irgendwie interessiert, was da gerade bei mir gemacht wird. Und dann am letzten Montag, das war das 16. März, war geplant, weil eben diese Spülung schon mehrere Tage hintereinander immer klar rausgekommen ist, dass sie mir das Kieferhöhlenloch verschließen. Das heißt, das wäre dann die dritte Operation gewesen, nach der ersten mit der Extraktion der Weisheitszähne, nach der zweiten mit der Öffnung der Abszesstaschen und das eben jetzt dann wieder mit Anästhetikum und so weiter zum Verschließen des Loches. Das war voll interessant, weil sie haben mir Blut entnommen und das dann zentrifugiert, also in so eine Maschine getan, die das so herumschleudert, dass die Blutbestandteile sich quasi teilen, also dass die Blutzellen rausgedrückt werden und das Plasma übrig bleibt, und das haben sie dann abgesaugt, also abgesaugt mit einem Spritzer in ein kleines Gläschen, das hat fast so ausgeschaut wie ein Shotglas. Da haben sie das dann reingetan und haben das stehen lassen, und da formiert sich dann quasi so ein Glibber, so ein Gelee, und da ist Fibrin drin, und Fibrin ist, also es macht ein Gerinnsel grundsätzlich, das ist Fibrin, sind so ein fedriges Molekül, und da sind ganz viele Wachstumsfaktoren drin. Und das haben sie deswegen extrahiert von meinem eigenen Blut, damit sie das dann in dieses Loch und auf dieses Loch drauf spritzen können, dass das eben zuwächst. Dann haben sie das zugenäht. Und das Nähen war schon wieder ziemlich unangenehm. Ich konnte zwar meinen Kiefer wenigstens jetzt besser aufmachen, ich kann es auch jetzt irgendwie wieder ein bisschen besser aufmachen, aber es ist halt einfach ungut, wenn du im Zahnfleisch genäht wirst, und keine Ahnung, ich habe das dann doch auch teilweise ziemlich wieder gespürt, da hat er dann wieder nachgespritzt und so. Das war ein bisschen unangenehm, weil die sind mit dem Sauger die ganze Zeit hinten an meine Mandeln angekommen, das hat mich dann schon so geregt. Er hat halt nur geglaubt, das tut mir so weh, was ja auch gestimmt hat, aber schwierig, aber es hat auch ein bisschen gedauert, aber es war okay. Und alle waren ein bisschen hektisch wegen dieser Corona-Krise, weil das bei uns in Österreich am Montag erst so richtig begonnen hat mit den ganzen Ausgangssperren und mit Patientenmanagement und sowas, und da waren alle im Stress, was verständlich ist. Aber ja, jedenfalls habe ich jetzt Nähte drin. Ich weiß nicht, ob ich habe es fotografieren probiert, man sieht es ein bisschen. Ich spüre es am Zungengrund hinten. Es fühlt sich so an, als hätte ich quasi so ein kleines Fädchen, das in den Zähnen hängen geblieben ist, das nicht durch Schlucken einfach nicht weggeht, und sonst kitzelt auch manchmal ein bisschen. Aber ich habe jetzt eben diese Nähte noch drin, die sind resorbierbar, das heißt, die werden sich von selber auflösen, und ich hoffe einfach, dass sich das endlich verschließt, dieses dumme Kieferhöhlenloch. Ich darf jetzt die nächsten 3 Wochen nicht schneuzen, also ich darf meine Nase nicht putzen, ich darf nichts Schweres heben und muss mit Kraftsport und so aufpassen, wobei jetzt die Fitnessstudios sowieso geschlossen sind, das heißt, das ist nicht so tragisch. Ich darf auch nichts essen auf der Seite und nichts trinken, idealerweise, damit das eben gut zusammenhält und so, und habe dann irgendwie schon die ganze letzte Woche über probiert, dass ich meinen Kiefer ein bisschen so dehne, das tut voll weh da, es ist halt ein Muskel, den du trainieren musst, aber das kann ich halt jetzt auch nicht wirklich machen, weil natürlich die Nähte auch dehnen und so, und jetzt kann ich meinen Kiefer
irgendwie nicht weiter als so aufmachen, aber ich hoffe, das kommt einfach irgendwann zurück, wenn die Nähte dann weg sind und so und wenn wenn das Ganze dann irgendwie wieder heil ist. Ich nehme immer noch Antibiotika. Also eines jetzt nur mehr das Augmentin, das ist es dann aus die nächsten Tage, aber ich freue mich schon, wenn ich endlich wieder nicht dran denken muss die ganze Zeit. Das war meine Weisheitszahn-Love-Story. Ein bisschen ein Abenteuer und was noch dazu gekommen ist, ich wollte natürlich dann schon wieder auf die Uni gehen und dann war das genau an dem Tag, wo Österreich beschlossen hat, dass sie die Unis jetzt mal schließen vorübergehend. Das war dann ein bisschen, also es war natürlich verständlich, aber enttäuschend natürlich auch ein bisschen, weil ich eigentlich gerne auf die Uni gehe. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren stellen und das war's. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like zu geben, falls es euch gefallen hat und wir sehen uns nächstes Mal. Bye!